Hallo und herzlich willkommen bei der Reisemobile. Mein Name ist Christian Möbius und ich möchte euch heute den Carthago Chic S Plus i61 XL LE vorstellen. Hier haben wir das gute Stück. Das Fahrzeug ist 8,60 Meter lang, 3,12 Meter hoch. Die Innenstehhöhe beträgt satte 2,11 Meter, also auch für größere Personen sehr gut geeignet. Mit den großen Betten, die wir uns dann gleich anschauen, ist das ein wunderschönes Fahrzeug. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und hier sind wir jetzt im Innenraum von diesem wunderschönen Fahrzeug. Und wie ihr sehen könnt, mit 8,60 Meter Außenlänge ergibt sich im Innenraum ein Wahnsinnsplatz. Mit satten 2,11 Meter Stehhöhe habe selbst ich mit meinen 1,86 null Probleme, mich hier im Fahrzeug aufzuhalten. Anhand der Größe könnt ihr natürlich erkennen, das ist eher ein Fahrzeug, was dafür gedacht ist, längere Reisen zu machen. Als flexibles Städtereiseauto würde ich es jetzt nicht beschreiben. Viele unserer Kunden überwintern in diesen Fahrzeugen. Die sind also den ganzen Winter unterwegs. Dafür ist das Fahrzeug natürlich perfekt geeignet. Mit dem Iveco-Fahrgestell, dem Heckantrieb, 207 PS und dieser starken Hinterachsdifferentialsperre mit der Zwillingsbereifung eignet sich das Fahrzeug mit seinen 3,5 Tonnen Anhängelast perfekt zum Ziehen von PKWs oder kleineren Booten. Und deswegen nutzen viele dieses Auto, um ihren privaten PKW oder das Boot mit in den Urlaub zu nehmen. Und dann könnt ihr euch natürlich denken, dann sind längere Urlaube natürlich durchaus möglich. In diesem Fahrzeug wird natürlich Luxus groß geschrieben, deswegen zeige ich euch als erstes das riesige Schlafzimmer mit dem King-Size-Bett und natürlich auch mit dem vorziehbaren Steg. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, aus 2 einzelnen Liegeflächen eine große Liegefläche zu machen. Dieses Bett ist natürlich äußerst luxuriös. Also ihr habt hier keinen gewöhnlichen Lattenrost, sondern wirklich das Caraving-System mit den einzelnen Zonen zum Draufliegen, so dass man eben halt auch der Rücken ordentlich unterstützt wird. Und wie gesagt, ihr seht es schon anhand der Länge. Selbst ich kann mich hier sehr bequem positionieren und ausruhen. Und dann kann man natürlich auch entsprechend schlafen. Das ist wirklich ein wunderschönes Schlafzimmer. Natürlich habt ihr hier hinten im Schlafzimmerbereich gigantische Verstaumöglichkeiten. Das fängt an mit dieser wunderschönen Klappe hier über dem Bett und natürlich auch mit von der Seite begehbar mit einem kleinen Licht, so dass man dann auch in der Dunkelheit die Jacke findet. Auf der anderen Seite, selbstverständlich, haben wir das dann hier nochmals. Also auch hier habt ihr mit der Kleiderstange diesen wunderschönen Kleiderschrank, den ihr wie gesagt von oben separat und auch von unten separat öffnen könnt. Natürlich habt ihr hier auch noch kleinere Stauklappen, wo ihr jede Menge Equipment verstauen könnt. Man sieht das hier schon an der Treppe, habt ihr noch mal 2 Klappen und da verschwindet vom Hausschuh bis zur Decke einfach alles. So, und wenn ich euch schon einmal hier hinten habe, möchte ich euch natürlich die weiteren Besonderheiten zeigen. Wir haben hier oben wunderschöne tiefe Stauschränke, also hier geht wirklich richtig was rein. Das hier, was ihr seht, das ist natürlich Holz. Das ist kein Pressspan oder irgendwelcher Billigkram, sondern das ist wirklich richtig massive Qualität. Wir haben natürlich auch im Hintergrund diese wunderschönen Designmöbelklappen ohne diesen Möbelgriff, so dass man sich den Kopf nicht stößt. Und auch hier seht ihr, das sind wahnsinnig große Fächer. Das ist der Wahnsinn, was da reingeht. Auch in den Ecken. Hier kann man natürlich auch Sachen verstecken, die man schnell mal braucht, wie das Handy, was zum Beispiel am Ladekabel hängt. Wir haben hier im unteren Bereich die USB-Dosen und dann kann man einfach das Handy anschließen und einfach hier oben ins Regal legen. Und wenn man es braucht, Eingriff, ihr habt das Handy wieder zurück. Auf Luxus müsst ihr hier natürlich nicht verzichten. Hier wunderschön verstaut hinter dieser cremeweißen Hochglanzblende versteckt sich euer Smart TV. Mit diesem Smart TV habt ihr die Möglichkeit, hier hinten bequem vom Bett aus Fernsehen zu schauen. Ihr könnt Netflix schauen, ihr könnt Amazon streamen und wie gesagt, das verschwindet dann wirklich sehr elegant hier hinten. Ist keinesfalls störend, hängt nicht im Gang. Ich habe meine volle Durchgangsbreite, kann mich bequem aufs Bett liegen und mir dann diesen Fernseher ausziehen. Und wenn euer Urlaubstag sich dann dem Ende neigt und ihr euch hinten im Bett bequem macht, dann könnt ihr euch einfach die Privatsphäre schaffen. Hier mit diesen Türen und tschüss. Gleich vor dem Schlafzimmer findet ihr dann diesen riesigen Badbereich mit dem großen Kleiderschrank hier auf dieser Seite. Da ist Platz für jede Menge Klamotten. Hier könnt ihr alles reinpacken, von der Abendgarderobe bis zum knappen Bikini-Outfit ist alles möglich. Auf der Seite haben wir dann dieses wunderschöne Designwaschbecken mit 2 großen Oberschränken, wo vom Parfüm bis zum Rasierer wirklich alles seinen Platz findet. Nichts muss hier lose im Auto rumkullern,
Alles hat seinen festen Platz, vom Zahnputzbecher bis zum Seifenspender. Natürlich auch mit Strom im hinteren Bereich, so dass ihr die Möglichkeit habt, eventuell Haare zu föhnen oder eben halt ein beliebiges 230 Volt Gerät hier hinten anzuschließen. Natürlich hat Carthago hier im Bad an jedes Detail gedacht, ob wir jetzt über dieses Designwaschbecken sprechen oder auch im unteren Bereich diese Schubschränke. Natürlich sind die auch versehen mit einem Softclose, so dass nichts rappelt und klappt. Hier auf der linken Seite befindet sich dann eure Toilette mit einem beheizten Handtuchhalter und dieser wunderschönen Tecma Keramiktoilette. Und mit dieser wunderschönen Keramiktoilette ist es so, dass ihr einen richtigen Fäkalfesttank unter dem Fahrzeug habt. Also das lästige Kassetten entleeren und über den Stellplatz stolpern, das entfällt hier. Dann haben wir noch die Dusche, diese wunderschöne Dusche mit dieser Regendusche und natürlich auch einer Handbrause. Wir haben unten ein Holzinlay, zumindest sieht das so aus. Das ist natürlich aus Kunststoff, so dass es beim Duschen auch drinnen bleiben kann. Selbst ich, wie gesagt, passe hier wunderbar rein, auch ohne das Inlay rauszunehmen. Kleinere Personen haben also gar kein Problem. Größere Personen können natürlich das auch nochmal rausnehmen und so nochmal 4-5 Zentimeter dazu gewinnen. Wie ihr seht, ist natürlich dieses Fahrzeug so ein bisschen räumlich eingeteilt. Deswegen möchte ich euch jetzt die Küche zeigen. Die Küche ist natürlich ein Highlight. Wir haben vom Espresso-Auszug mit den Espresso-Tassen und der Kaffeetasse ist hier alles vor Ort. Ein wahnsinniges Sicherheitshighlight bei dieser Küche ist natürlich diese Zentralverriegelung, die hängt auch an eurem Zündschloss. Sobald ihr die Zündung einschaltet, sind die Fächer hier verriegelt. Ihr kriegt das also gar nicht mehr auf. So kann auch während der Fahrt keine Schublade rausfahren und euch die Teller auf den Boden fallen. Und hier auf der rechten Seite habt ihr als erstes diesen wunderschönen Apothekerauszug. Da lässt sich jede Menge verstauen. Das verschwindet dann schlussbündig in der Wand. Gleich neben eurem Kühlschrank. Der Kühlschrank ist natürlich ein Highlight. Wir fangen mal oben an. Wir haben hier oben diesen wunderschönen Gasbackofen. Hier könnt ihr euch Brötchen aufbacken, ihr könnt Pizza machen. Es ist eigentlich alles möglich. Der Kühlschrank, ich komme von außen, ich mache hier auf. Ich stehe in der Küche oder komme aus dem Schlafbereich und mache hier auf. Das nur das Gefrierfach oder eben halt auch der Kühlschrank, logischerweise auch mit dieser mordsbequem Doppelöffnung. Natürlich ist diese Küche äußerst pfiffig gemacht. Ihr habt also von der Schneidbrettunterlage, die gleichzeitig zur Erweiterung eurer Arbeitsfläche dient, oder sei es dann zum Saubermachen, dieser herausziehbare Wasserstrahl. Und wir haben hier diesen wunderschönen Kocher und dieser Kocher hat echt eine Besonderheit. Ihr kennt das aus anderen Reisemobilen, dieses Drahtbügelgestell. Das haben wir hier in dem Fall gar nicht. Das ist richtig gusseiserne Qualität. Das heißt, ihr könnt die alle einzeln rausnehmen. Und so lässt sich das Fahrzeug natürlich auch perfekt wieder reinigen und sieht danach richtig sauber aus. Das letzte Highlight hier in der Küche möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist dieser wunderschöne Ausziehschrank. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Weinflaschen zu verstauen oder eben auch hier findet ihr einen Mülleimer in diesem Schrank. Und das alles natürlich geruchsneutral und platzsparend wieder in dieser Küche verstaut. Kommen wir nun zum Herzstück unseres Carthago. Hier im vorderen Bereich habt ihr diese wahnsinnig üppige Liner-Sitzgruppe, diese Liner-Lounge mit den einzelnen Sitzgelegenheiten. Ihr könnt euch wirklich vom bequem hinlümmeln mit Bein hoch. Ihr habt die Möglichkeit, euch den Tisch entsprechend so einzustellen, wie ihr das wollt. Natürlich findet ihr hier vorne auch den riesengroßen TV, den ihr dann nutzen könnt. Der verbunden mit einem Surround-System, so dass ihr den Fernsehklang wirklich überall habt. Mit diesen beiden drehbaren Sitzen ist das der perfekte Ort, um den Tag dann ausklingen zu lassen. Natürlich gibt es weitere Details hier vorne, die möchte ich euch natürlich auch noch mal kurz zeigen. Wir haben hier wieder diese wunderschönen Stauschränke, die ihr aus dem Heckbereich schon kennt. Die Besonderheit hier ist, wir haben hier die Alphatronics-Box verbaut, also ihr könnt von der Digitalkamera über USB bis hin zur Playstation oder Xbox für die Enkelkinder oder Kinder alles anschließen. Dazu kommt auch noch diese wunderschöne Bar. Natürlich hier in Carthago-Qualität. Das ist wirklich Glas, das ist kein Kunststoff. Hier haben wir dann also diesen Softclose, der sich dann dazu eignet, diese Schränke geräuschfrei zu schließen. Das Schöne ist, mit diesem Fahrzeug seid ihr natürlich auch für jedes Wetter gerüstet. Das heißt, ist es draußen mal nicht so schön, habt ihr die Möglichkeit, in dieser wunderbaren und sehr bequemen Lounge zu sitzen und auf einem 40 Zoll TV einen schönen Film zu genießen.
Perfekt ist natürlich, dass ihr hier die Möglichkeit habt, für euren Kinoabend die Scheiben hier zu verdunkeln mit den Jalousien und nicht nur die Scheiben. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Lichter, die ihr hier seht, dieses Beleuchtungskonzept von Carthago ist bei diesem Modell natürlich dimmbar. Das heißt, ihr könnt auch das Licht so weit runter dimmen, dass ihr hier eine ganz dezente Ambientebeleuchtung habt und das vor eurem Fernseher. Der Hammer ist natürlich auch, wenn ihr eure Kinder, Enkelkinder oder Besuch im Fahrzeug habt und ihr seid dann abends fertig mit eurem Kinoabend, dann könnt ihr dieses Fahrzeug natürlich auch umbauen zum Schlafen. Dazu den Tisch zur Seite, damit sich hier eine ordentliche Durchgangsbreite ergibt. Die vorderen Sitzlehnen einmal rumklappen. Dazu könnt ihr die Sitze einfach so stehen lassen. Die müssen gar nicht wieder in die Endposition zurückgedreht werden. Und dann habt ihr den Schalter fürs Hubbett und könnt dann das Hubbett entsprechend runterlassen. Wer jetzt natürlich denkt, das sei nur ein Notbett, der irrt. Mit diesem wunderschönen Beleuchtung und der Liegefläche von annähernd 1,40 Meter mal 1,90 Meter ist dieses Bett mehr als üppig und auch für mich geeignet. Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich hier um den Iveco mit dieser Zwillingsbereifung und Heckantrieb, 207 PS mit der Differentialsperre am Heck. Wir haben die Wandlerautomatik hier in dem Fahrzeug. Wir haben den elektronischen Rückspiegel hier auf dieser Seite, so dass ich auch während der Fahrt immer gucken kann, was ist denn hinter meinem Fahrzeug los. Auch nicht ganz unwichtig für den Anhängerbetrieb, wenn ihr euren eigenen PKW oder eben halt das Boot hinter euch herzieht, könnt ihr so über die Kamera immer schauen, ob alles in Ordnung ist. Ein super Feature, was dieses Fahrzeug selbstverständlich schon hat, ist das Air-Ride Pro. Dieses Air-Ride Pro besteht im Prinzip aus einer Vollluftfeder an der Hinterachse und im vorderen Bereich ein elektronisch gesteuertes Dämpfersystem. Dieses gleicht dann nahezu alle Fahrbahnуnebenheiten aus, die so ein Reisemobil treffen können. Das heißt, die Fahrzeuge liegen deutlich sicherer auf der Straße. Das wurde auch schon in der Praxis getestet mit verschiedenen Kunden, die dieses Fahrzeug einmal mit Air-Ride und einmal ohne Air-Ride auf derselben Strecke bewegt haben. Und man hat festgestellt, dass die Kunden, die mit dem Air-Ride Pro unterwegs sind, deutlich schneller sind, deutlich sicherer sich fühlen und das Fahrzeug auch deutlich komfortabler empfinden. Vom Schnee bis zum Sand bis hin zu einem Feldweg ist nahezu alles möglich. Wie gesagt, wir haben auch noch die Differentialsperre an der Hinterachse zusammen mit der Zwillingsbereifung und den Air-Ride Pro ist das Fahrzeug für alle Gegebenheiten, die man mit so einem Fahrzeug machen kann, gewappnet. Ebenfalls wichtig, wenn wir uns einmal hier vorne aufhalten. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass der S Plus über eine Warmwasserheizung verfügt. Das heißt, wir haben hier einen Fußbodenheizungseffekt. Sämtliche Heizungsverrohrung hier im Fahrzeug ist am Unterboden installiert bis hoch in den Bettbereich, so dass es auch im Bettbereich beheizt ist. Und da haben wir hier den Schnitt zu unserem Führerhaus wieder. Im Fahrerhaus ist es so, dass ihr einen Wärmetauscher habt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Kreislauf während der Fahrt zu öffnen und mit der Motorwärme euren Aufbau zu heizen. Natürlich, was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert bei Carthago auch in eine andere Richtung. Das heißt, wenn ihr am Urlaubsort zum Beispiel beim Biathlon-Weltcup in Oberhof hier angekommen seid und wollt dann am nächsten Tag mit eurem Fahrzeug wieder nach Hause fahren, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Heizung des Aufbaus den Motor schon vorzuwärmen, so dass ihr das Fahrzeug sofort in Betrieb nehmen könnt und könnt euch wieder auf die Heimreise machen. Das letzte, was ich euch hier vorne noch an diesem Armaturenbrett zeigen möchte, ist dieses Pioneer Radio. Das ist ein Gerät, mit dem lassen sich auch zwei Bluetooth-Verbindungen stabil herstellen. Das heißt, ihr könnt entweder das Gerät von euch und eurem Partner koppeln oder auch, wenn ihr mal beruflich mit dem Fahrzeug unterwegs seid, das Diensthandy koppeln. Ansonsten wird das Navigationsdisplay natürlich hier ausgeführt. Der Monitor hat satte 9 Zoll, ist also auch vom Bild her nicht zu klein. Das, was ich euch natürlich noch zeigen möchte hier bei diesem Fahrzeug, ist eine absolute Besonderheit im Bereich der integrierten Reisemobile. Das ist das Carthago Fahrerhaus Sichtkonzept. Durch diese abfallende Armaturenbrettlinie habt ihr bei dem Fahrzeug tatsächlich schon die Möglichkeit, nach nur 2,77 Meter den Straßenbelag zu sehen. Kommen wir zum Schluss nochmal auf das Mehrraumkonzept dieses Fahrzeugs zu sprechen. Um euch das zu zeigen, haben wir hier einfach mal die Raumtrenner geschlossen. Und der große Vorteil ist, egal ob jemand vorne im Hubbett schläft, wenn der dann in der Nacht mal zum Toilettengang ausrückt, dann kann der diese Tür entsprechend hier aufmachen, kann von hier aus in den Nasszellenbereich eindringen und durch den zweiten Raumtrenner ist es so, dass der dann nicht gleich im Schlafzimmer des Heckbereichs steht.
sondern man geht hier in den Raum rein, hat hier die separate Toilettentür und wie gesagt, das selber ist der Raumtrenner dann zum hinteren Schlafbereich. Ein weiteres Highlight bei diesem Fahrzeug ist der Doppelboden mit seiner bis zu 70 cm Höhe. Dazu haben wir dann hier in dem Bereich die Klappen. Diese Klappen sind zum einen dann dazu da, um den Stauraum von innen zu erreichen. Natürlich können wir den auch von außen erreichen. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Frostschutzventile sowie die Abwasserzentrale. Das befindet sich alles hier unter dieser großen, üppigen Klappe. Aber das ist noch nicht genug. Es ist wirklich bei dem Fahrzeug mitgedacht worden. Wir haben also auch diverse Revisionsöffnungen hier im Fahrzeug, die die Wartung eines solchen Fahrzeugs auch erleichtern. Dann möchte ich euch natürlich das Gehirn dieses Aufbaus zeigen. Von hier aus wird alles gesteuert. Das findet ihr hier unter dieser Klappe. Wir haben zum einen das Hauptbedienpanel mit den verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel das Einschalten der 12-Volt-Elektrik. Beim Carthago als Besonderheit haben wir hier einen separaten Medienschalter, der dann eure Fernseher im Prinzip einschaltet, so dass ihr die auch benutzen könnt. Wir haben verschiedene Statusabfragen. Dann haben wir die Fernbedienung für den Wechselrichter. Der Wechselrichter ist also dazu da, wenn ihr autark steht und habt keinen Feststromanschluss, dass ihr aus den Batterien, aus den 12 Volt, 230 Volt generieren könnt. Dazu kommt noch die Besonderheit, dieses Teil hat eine Netzvorrangschaltung. Das heißt, das Fahrzeug erkennt eigenständig, ob Landstrom eingesteckt ist oder eben nicht. Und wenn ihr entsprechend Geräte in die Steckdosen steckt und habt keinen Landstromanschluss, dann springt dieser Wechselrichter an und generiert die 230 Volt. Daneben als letztes haben wir dann das Bedienpanel zur alte Warmwasserheizung. Wie gesagt, das Fahrzeug verfügt über eine vollständige Warmwasserheizung, so wie ihr das von zu Hause kennt. Und das Interessante hieran ist, es ist halt auch für Allergiker geeignet. Dadurch, dass wir hier keine Lüftung im Fahrzeug haben, wird natürlich keine Warmluft durchs Fahrzeug geblasen, sondern im Unterboden befinden sich richtige Heizkörper. Wie gesagt, so wie ihr das von zu Hause kennt. Und somit ergibt sich auch ein bisschen eine wohligere Wärme, ohne dass Staub im Fahrzeug aufgewirbelt wird oder Dreck durch den Unterboden geblasen wird. Was natürlich auch noch super cool ist, ist diese Aufbautür mit diesen Softclose. Das heißt, wenn ihr das Fahrzeug verlassen wollt, es ist mal spät abends, die Nachbarn schlafen schon, dann habt ihr die Möglichkeit einfach durch das Drücken auf diesen schwarzen Knopf die Tür dann zu öffnen. Das Gleiche gilt natürlich auch zum Ranziehen. Das heißt Softclose-Funktion, ich ziehe die Tür leicht ran und den Rest macht dann das Fahrzeug allein. So, dann zeige ich euch mal das Exterieur dieses legendären Fahrzeugs. Hier vorne erkennt man nochmal wunderschön dieses Fahrerhaus-Sichtkonzept mit dieser abfallenden Armaturenbrettlinie. Wie gesagt, ihr könnt mit dem Fahrzeug schon nach 2,77 Meter auf die Straße schauen. Im Außenbereich dann ist das Fahrzeug sehr leicht zu erkennen aufgrund dieser Dachrundung, die wir hier oben haben. Diese Dachrundung ist zum einen dafür da, die Steifigkeit des Fahrzeugs zu verbessern und natürlich auch die Aerodynamik. Man denke an den Seitenwind. Extrem cool ist natürlich auch der Wiedererkennungswert bei den Carthago-Fahrzeugen, bedingt durch diese Rückleuchte mit dem C-Branding oder die Dachrundung. Ihr könnt das Spiel wirklich mal treiben auf der Autobahn. Vor euch fährt ein Reisemobil. Wenn es ein Carthago ist, den erkennt ihr auf 500-600 Metern. Besonderheit ist eben die Farbe. Die gibt es bei dem Fahrzeug nur hier in diesem Silverline, wie wir es jetzt hier stehen haben, oder in diesem Cremeweiß, also dieses Schullerweiß. In Verbindung mit der Dachrundung und dem roten Wisch, den wir oben haben im Carthago-Logo, erkennt ihr das Fahrzeug wirklich auf 1 Meile Entfernung. Eine Besonderheit sind natürlich auch diese Klappen. Bei diesen Klappen ist es wirklich so, dass wir die Scharniere alle innenliegend haben. Wir haben außen eine Schwallwasserdichtung, die vermeidet, dass Schmutz überhaupt an diese Klappen rankommt. Die eigentliche Abdichtung der Klappe liegt inne. Und das hier, was ihr hier seht, das ist keine billige zugekaufte Füllung, sondern das ist wirklich Seitenwandmaterial. Somit haben wir hier denselben Isolierwert wie hier an der Seitenwand. Das ist ganz entscheidend, denn diese Fahrzeuge sollen euch auch im Winter begleiten, sind winterfest und vollständig wintertauglich. Die Rahmenfenster fügen sich dann nahtlos in das Design ein und durch diesen PU-Rahmen sind die auch kältebrückenfrei. Also, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, hier habt ihr diese Klappe. Die ist natürlich selbstverständlich mit einer Zentralverriegelung versehen. Das heißt, ihr drückt einmal auf den Schlüssel, sämtliche Klappen gehen auf. Und hier, wie bereits erwähnt, die Schwallwasserdichtung, die eigentliche Abdichtung sitzt hier drinnen. Und
Dann haben wir diese riesige Heckgarage. Das ist natürlich eine Rollergarage. Also ihr könnt selbst den Benzinroller hier reinstellen. Es gibt verschiedene Systeme. Vom Fahrradauszug zum Beispiel wäre da zu nennen der Thule Veloslide, den ihr auch bei uns bekommen könnt. Dann könnt ihr die Fahrräder sowohl hier rausziehen als auch drüben rausziehen. Richtig cool ist das mit der Beladungshöhe. Ihr müsst also die Fahrräder nicht mehr über Kopf hochheben, um die auf irgendeinen Heckträger zu stellen, sondern stellt sie hier auf den Einzug, rollt sie rein und weg sind sie. Genauso ist es beim Roller, wenn ihr dann mit einem Benzinroller wirklich hier drinnen stehen habt, dann habt ihr diesen Geruch dieses Benzins, wenn ja mal ein Tropfen Kraftstoff ausläuft, den habt ihr vorne gar nicht. Das ist einfach hier abgeriegelt, das Fahrzeug. Die Heckgarage ist ein separater Bereich des Fahrzeugs. Und wie ihr seht, ist hier hinten natürlich auch selbst Platz für Schwergewichte wie mich. Dieser Boden wiegt bis zu 450 Kilo, selbst mich. An dieser Stelle hier haben wir dann den Wechselrichter. Richtig nice ist, dass ihr hier unten 2 Steckdosen drunter habt. Einmal 230 Volt und einmal 12 Volt. Also ihr könnt eure E-Bikes hier hinten während der Fahrt laden. Dazu kommt dann diese wunderschöne Installation. Das heißt, ihr müsst euch nicht im Fahrzeug stundenlang nach Sicherung suchen. Alles, was ihr braucht, vom Ladegerät angefangen über die Fehlstrom-Schutzschalter, natürlich in beide Richtungen, CEE, und dieses 12 Volt Sicherungssystem findet ihr alles hier an dieser Stelle. Dazu wäre noch zu erwähnen, wenn ihr die Fahrräder, den Roller oder sonstiges hier hinten mit führt, habt ihr auch die Möglichkeit, mit dieser Außendusche die Sachen abzuspülen und ansonsten die lässt sich warm und kalt steuern. Das heißt, man kann hier selber duschen oder man nutzt es eben, um die Ausrüstung entsprechend zu reinigen. Diese Klappe hier ist der absolute Clou. Das ist das, was uns auch mit diesem Fahrzeug von anderen Mitbewerbern unterscheidet. Carthago hat hier echt mitgedacht. Das nennt sich Easy Entry. Das heißt, ihr macht diese Klappe auf, habt die Möglichkeit, dieses Fahrzeug wirklich von außen zu beladen. Das heißt, ihr stellt im Winter eure Skischuhe, eure Skier, das könnt ihr alles hier durchreichen. Ihr habt damit keinerlei Probleme und wenn ihr dann von innen was braucht, habt ihr einfach die Möglichkeit, über den großen Sitzbock die Klappe aufzuziehen und das von innen zu entnehmen. Das heißt, ihr müsst die ganzen sperrigen Sachen nicht durch diese Aufbautür tragen, sondern räumt das Fahrzeug in aller Ruhe von außen ein und entnehmt euch dann von innen, was ihr braucht und verteilt es entsprechend in eurem Reisemobil. Als weiteres Detail wäre dann hier noch zu nennen der Außengasanschluss für euren Gasgrill. Natürlich das Ganze markisenseitig und nicht wie bei anderen Wettbewerbern auf der anderen Seite des Fahrzeugs eingebaut. Wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, verfügt dieses Fahrzeug über einen Flaschenkasten und auch über einen Gasfesttank, der sich dann unter dem Fahrzeug befindet mit 60 Litern. Und hier habt ihr dann Platz für eure 2 großen 11 Kilo Gasflaschen. Logischerweise ein Fahrzeug in dieser Kategorie verfügt über die Dual Control CS, also das heißt die automatische Gasflaschenumschaltung und natürlich auch die Fernanzeige drinnen über das Hauptbedienpanel. Das bedeutet, ist der Hauptknopf von eurem Bedienpanel grün, ist alles in Ordnung. Ist er rot, fehlt entweder Gas oder Frischwasser oder euer Abwassertank ist voll. An der Stelle hier habt ihr den Wassereinfüllstutzen zu eurem 235 Liter Frischwassertank. Der Abwassertank selbst trägt 200 Liter. Damit ihr dann den Sommer richtig genießen könnt, habt ihr diese gigantische Thule-Markise. Das Geile ist, die ist tatsächlich nur geklebt, nicht geschraubt. Ihr habt also keine Löcher in der Dachhaut. Die hat 3 Meter im Auszug und mit dieser Länge ist für genügend Leute, für euch und eure Freunde Platz. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe für dieses wunderschöne Fahrzeug, dann kommt doch bei uns vorbei. Ich zeige euch das gerne hier vor Ort. Wir haben verschiedene Modelle hier, zeige euch die Besonderheiten, denn Carthago, das ist das Reisemobil.